Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation zu Semantic Target. In diesem Video werde ich euch erklären, was Semantic Target ist und wie Semantic Target genutzt wird. Semantic Target ist ein Add-on von Siemens, mit dem wir Simulink-Modelle auf verschiedene Automatisierungshardware wie zum Beispiel einer PLC deployen können. In unserem Simulink-Modell sehen wir die typische Architektur der modellbasierten Entwicklung. Wir haben hier unser Plant-Modell. Das kann beispielsweise eine Testbank sein, zum Testen von Motoren zum Beispiel. Und angenommen, wir möchten diese Testbank mit einer S7-1500 Hardware PLC von Siemens steuern. Für diesen Fall können wir Semantic Target nutzen, denn mit Semantic Target können wir unseren Kontrollalgorithmus, den wir in Simulink entwickelt haben, auf die PLC deployen. So, schauen wir uns diesen Deployment-Prozess genauer an. Auf der linken Seite sehen wir unseren Controller-Block und auf der rechten Seite sehen wir unsere Zielhardware. Semantic Target customisiert den Simulink bzw. Embedded Coder, sodass wir am Ende des Bildprozesses aus dem Simulink-Modell eine SO-Datei erzeugen, welche wir direkt auf die PLC deployen können. Des Weiteren generiert Semantic Target interportal ein PLC-Programm und ladet diese runter auf die PLC. Wenn wir nun die PLC starten, ruft unser PLC-Programm zügig die SO-Datei auf. Wir sehen hier als Zielhardware die S7-1518 MFP. Das ist ein Modell der S7-1500 Hardware PLCs. Die S7-1500 Hardware PLCs sind die High-Performance PLCs von Siemens. Der S7-1518 MFP zum Beispiel hat eine Signalbearbeitungszeit von bis zu einer Nanosekunde. Eine weitere Zielhardware für Semantic Targets sind die Open Controller. Der Open Controller erweitert die S7-1500 PLC um ein Operating System. Das heißt, auf dem Open Controller haben wir sowohl eine PLC Runtime, auf dieser können wir mit Semantic Target unsere Simulink Modelle deployen und die Simulink Modelle in Echtzeit deterministisch ausführen. Parallel dazu hostet der Open Controller ein Operating System, auf dem wir unsere Windows Apps, unsere Implementierung in einer Hochsprache ausführen können. Wir können auf dem Operating System den Open Controller an die Cloud anbinden, HMIs ausführen oder SCADA ausführen. Die dritte Zielhardware ist der industrielle PC. Im Gegensatz zu Open Controllern ist die PLC Runtime in den industriellen PCs optionell. So, bevor wir mit unserem Simulink-Modell an die Hardware gehen, gibt es in der modellbasierten Entwicklung die Software-in-the-Loop-Phase. Und bereits hier können wir Semantic Target anwenden. Hierzu ersetzen wir unsere Zielhardware mit PLC Sim Advanced. Der PLC Sim Advanced ist eine Software zum Simulieren der S7-1500 Hardware PLCs. Wir sehen hier in unserem Simulink-Modell den Controller-Block. Mit einem Rechtsklick auf den Controller-Block unter C++-Code bildet das Subsystem generiert Semantic Target eine SO-Datei aus dem Controller-Block und ladet sie und deployt sie auf dem PLC Sim Advanced. Semantic Target bietet einen Library-Block PLC Sim Advanced. Mit diesem Block ersetzen wir den Controller-Block. Wenn wir nun die Simulation in Simulink starten, verbindet sich der PLC Sim Advanced Block zur ausführenden SO-Datei auf dem PLC Sim Advanced. Die Inputs werden in Simulink generiert
und der PLC Sim Advanced überträgt die Inputs des Controller-Blocks in die SO-Datei. In der SO-Datei werden diese Inputs verarbeitet und die Outputs werden zurück zum PLC Sim Advanced Block gesendet. Damit können wir mit PLC Sim Advanced und Simatic Target Software-in-the-Loop-Tests durchführen. So, nun kommen wir zu den Features von Simatic Target. Mit Simatic Target können wir Parameter aus dem Simulink-Modell ins Tierportal übertragen und diese während die SO-Datei ausführt, das heißt während der Laufzeit dann auch tunen im Tierportal. Genauso können wir auch selektierte Signale ins Tierportal übertragen und diese während der Laufzeit monitoren. Mit der Trace-Funktionalität von Tierportal können wir diese Signale auch während der Laufzeit aufzeichnen. Das ist sehr hilfreich für Analysen und Fehlersuche. Genauso können wir auch Zustände in State-Flowcharts monitoren. Auf der linken Seite sehen wir unsere State-Flowchart. Wir haben die States Off-State und On-State. Und diese Chart finden wir wieder im Tierportal. Wir sehen hier den Pfad der Chart im Simulink-Modell und nach dem Doppelpunkt sehen wir den aktiven State der Chart. Der S7-1500 PLC hat einen integrierten Webserver, auf die wir mit der IP-Adresse der PLC zugreifen können. Simatic Target generiert eine HTML-Darstellung des Simulink-Modells und überträgt diese in die User-Defined Web Pages im Webserver. Wenn wir nun diese User-Defined Web Pages öffnen, finden wir unser Simulink-Modell wieder. Mit Doppelklicks auf die Subsysteme können wir durch unser Simulink-Modell navigieren, wie im Simulink. In den gelben Kästchen sehen wir die aktuellen Werte der Signale während der Laufzeit und auf der linken Seite können wir wieder während der Laufzeit Parameter tunen. Hierzu brauchen wir nicht mehr das Simulink-Modell. Das letzte Feature, was ich vorstellen werde, ist das External Mode. Wie bereits erwähnt, können wir mit Simatic Target unsere Simulink-Modelle auf die PLC deployen und mit der External Mode Funktionalität können wir eine Verbindung zwischen der ausführenden SO-Datei und dem Simulink-Modell aufbauen. Über diese Verbindung können wir uns dann die Signale während der Laufzeit im Simulink-Modell anschauen und genauso können wir über diese Verbindung Parameter während der Laufzeit vom Simulink-Modell aus tunen. Mit Simatic Target können wir die Verbindung zwischen dem Simulink-Modell und der ausführenden SO-Datei mit TLS verschlüsseln. So, was wir bisher gesehen haben, war, dass wir Simulink-Modelle bzw. Komponenten des Simulink-Modells mit Simatic Target als eine PLC-Anwendung auf eine PLC-Hardware, wie zum Beispiel einer PLC, deployen können. Was wir mit Simatic Target allerdings auch machen können, ist, dass wir Simulink-Komponenten auch als eine Edge-Anwendung auf einem Industrial Edge Device deployen können. Zum Beispiel können wir hier unser Plant-Modell als ein digitales Zwilling auf einer Industrial Edge Runtime ausführen. Für Industrial Edge Geräte eignen sich industrielle PCs, da diese die Industrial Edge Runtime hosten können. Hier sehen wir die Web-Oberfläche der Industrial Edge Runtime von Siemens. Unter den Apps finden wir die Lighttwin App. Auf diese Edge App deployen wir unser Simulink Modell. Schauen wir uns noch den Prozess des Deployments an.
Wenn wir den Bildprozess mit Semantic Target starten, verbindet sich Semantic Target zum Edge-Gerät und darin zur Lightwing-App. Semantic Target überträgt all die Bildartefakte aus dem Simulink-Coder bzw. Embedded-Coder und überträgt sie in die Lightwing-App. In der Lightwing-App bauen wir diese Bildartefakte zu einem Executable. Das heißt, wir führen hier mit Semantic Target ein Remote-Bild in der Lightwing-App aus. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir mit Semantic Target aus Simulink-Modellen entweder eine PLC-Anwendung oder eine Edge-Anwendung erzeugen und diese auf verschiedene Automatisierungs-Hardware deployen können.